Die SailGP ist eine der spannendsten Segelrennserien der Welt. Ich bin hier in Cádiz im Süden von Spanien. Schräg hinter mir ist die Regattastrecke und in ein paar Stunden geht's los. Ich werde für euch hinter die Kulissen schauen, um zu erfahren, wie die TV-Bilder für die Fernsehzuschauer zu Hause produziert werden. Let's go! Faszination SailGP. Es ist Pure Racing on the water, powered by nature. Wir haben nur den Wind dabei und trotzdem die gleiche Spannung wie im Motorsport. Die Boote sind natürlich hochtechnisiert, einerseits was das Segeln angeht, aber auch was die ganze Übertragungstechnik angeht. Ja, zuerst waren wir als Supplier hier und haben halt mitgearbeitet wie in der Formel 1 oder bei Olympischen Spielen und unsere Technologie, Kommunikationstechnik, Onboard-Kameras, Übertragungstechnik geliefert. Und dann kam die enorme Chance und die Frage, zuerst habe ich das als Chance gar nicht so richtig wahrgenommen, ob wir helfen können, ein deutsches Team aufzubauen. Und das hat sich für mich dann rausgestellt als die extrem gute Brücke zwischen der Seite Service zu liefern und auf der anderen Seite tatsächlich im Sport dabei zu sein. Und im Ganzen ist das perfekte Setup, um ein Format wirklich von zwei Seiten mitzuentwickeln. Wir stehen hier vor dem Textiles-Container der SailGP. Hier verwalten wir die ganze Technik, die auf den Booten verbaut ist. Das sind die Kameras, die Übertragungstechnik und natürlich auch die Kommunikationssysteme, die zum Segeln benutzt werden und gleichzeitig auch für den Broadcast verwendet werden, um Interviews mit den Seglern zu machen. Hier sehen wir ein paar von den Kernelementen der Technologie, die wir auf den F50-Booten benutzen. Zum einen unsere Masthead-Unit, Antenne, mit der die ganzen Signale von dem Boot und zu dem Boot an Land übertragen werden. Und hier das sogenannte Media Case, das ist quasi so das Herzstück der Mediensysteme auf dem Boot, sowohl für Daten-, Video- und Audiokommunikation. Auf den F50-Yachten selbst nutzen die Segler unsere speziell entwickelten wasserdichten Bolero Bellpacks, die speziell entwickelt wurden, um den Bedingungen auf dem Wasser standzuhalten. Dazu kommt ein speziell angepasstes Headset inklusive Mikrofon, das wir jeweils anpassen auf die entsprechenden Helmtypen der Segler. Also ein gutes Beispiel für unsere Anwendungen hier ist das Thema Coaches. Die Coaches waren auf dem Wasser und hatten immer mit Booten unterwegs. Und wir wussten als Teil der Serie, als Team, dass man die Coaches vom Wasser wegbringen wollte, weil das ein Nachhaltigkeitsthema ist, aber auch ein Kostenthema. Und dann war die große Frage, aber wie geht das? Wie können die Coaches von Land aus arbeiten? Ja, und da konnte ich dann von der Riedel-Seite sagen, aber warte mal, gib denen doch so einen Multiviewer mit allen Signalen, dann sehen die viel mehr als auf einem Boot. Und wenn wir das machen, Intercom ist eh kein Problem, dann haben wir die ganz schnell weg vom Wasser. Und dann kam direkt der nächste Schritt, ja und was, wenn wir die alle zusammenbringen und bauen da so einen Bereich auf, wo die ganzen Coaches sind. Wir befinden uns hier in der Coaching Area im Event Village. Und es ist sehr neu für uns, es ist neu für die Coaches. Das Simply Live System, wir haben hier im Broadcast diverse Videosignale und das Simply Live System ist eine Serverumgebung, die uns die Möglichkeit gibt, alles dauerhaft aufzuzeichnen, inklusive der Audio zum Beispiel. Und die Coaches haben die Möglichkeit, die verschiedenen Videofeeds zeitgleich, zeitsynchron einzusehen, in der Zeit auch zurückzuspringen und sich selber Clips zu erstellen, also Videofeeds, die sie hinterher exportieren und für spätere Reviews nutzen können. Wenn der Coach ankommt, sieht er quasi diese Oberfläche. Wir haben hier unterschiedliche Videofeeds. Wir kriegen den Programmfeed, wir haben die Heli-Feeds, die 2 Stück, die hier rumfliegen. Wir haben 3 Kameraboote und hier unten haben wir die beiden Kameras von der F50 sowie das Wing-Display. Während des Rennens, um schnell Zugriff zu haben, können die Coaches auf diesem Controller sich einige Marker setzen, die dann hier auftauchen und man hat später die Möglichkeit, zu diesen Zeitpunkten zurückzuspringen. Alternativ kann man über einen In- und Outpoint sich Clips erstellen. Das sind quasi fertige kleine Videos, die in dieser Liste auftauchen und denen kann man dann einen Namen geben. Sie können Keywords dazu taggen, um quasi für spätere Reviews
ihre Daten filtern zu können. Das Ganze wird dann für Sie auch exportiert und in der Cloud oder im Google Drive bereitgestellt. Wir sind hier im Broadcast Compound der SailGP. Das ist dort, wo wir all unsere Signale empfangen, drahtlos Kameras, drahtlos Mesh-Systeme und unsere drahtlos Funkinfrastruktur, wo wir die Signale weiterverarbeiten und vorbereiten für den Transport nach London in das Studio. In Summe empfangen wir hier am Broadcast Compound 19 Drahtlossignale, die 28 Kameras beinhalten. Unser ARTIS-System umfasst global momentan mehr als 1400 Ports, die komplett miteinander über Trunking verbunden worden sind. Hier am Broadcast Compound benutzen wir 228er G2-Frames, die vollbestückt mit VoIP-Karten sind. Weiterhin haben wir im ARTIS-Ring hier eine 1024, die sämtliche AES-67-Streams aufnimmt, sowohl von den Bolero Standalone-Systemen auf den Booten, als auch von sämtlichen Panels und Boleros hier on-site. Und weiterhin übernimmt die 1024 auch die MADI-Integration von verschiedenen virtuellen Maschinen, als auch von der Integration vom Medionet, dass wir sämtliche Signale austauschen können. Und weiterhin haben wir generell in der SailGP momentan 8 ARTIS-Frames weltweit im Einsatz, die über VoIP-Trunking komplett miteinander verbunden sind. Wir nutzen im Schnitt 250 Boleros pro Veranstaltung, die auf mehrere Bolero Standalone-Systeme und Bolero Integrated-Systeme verteilt sind. Wir haben verschiedene Integrationen in Funksysteme, VHF-Marine-Funksysteme, unser Tetra-Funksystem. Und all das ist komplett verbunden hier on-site. SailGP ist einfach großartig. Die Bilder sind fantastisch. Auch wenn man Segeln nicht versteht, sind die Bilder von diesen wirklich sehr beeindruckenden Booten erstmal toll. Wenn man dann aber tiefer einsteigt und will verstehen, wie geht das und versteht, wie dieses Racing auch tatsächlich ähnlich spannend ist wie ein Formel-1-Rennen, dann hängt man aber richtig dran. Und die Kombination aus dem Sport, aus den tollen Bildern, aus einem noch sehr jungen Format, weil wir sind erst in der 4. Saison, macht das ganze Thema einfach irre spannend.